Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es um das Thema Bremsleitungen. Wir machen wieder weiter mit der Playlist TÜV-Mängel. Und heute geht es halt um die Bremsleitungen. Die sind natürlich sehr, sehr wichtig und die müssen natürlich auch in Ordnung sein, um TÜV zu bekommen. Beziehungsweise, wenn die nicht in Ordnung sind, bekommt man auch kein TÜV und fällt durch. Da gibt es unterschiedliche Sachen, was da passieren kann. Und zwar, ich lese mal die Mängelliste vor. Zum Beispiel, und zwar gibt es bei den Bremsleitungen folgende Ausfallkriterien bzw. Mängel. Und zwar Ausfallgefahr, Leitung oder Anschlüsse undicht, beschädigt, stark korrodiert mit Ausfallgefahr, unsachgemäße Verlegung oder Befestigung ohne Funktionsbeeinträchtigung und unsachgemäße Verlegung oder Befestigung. Ausführung unzulässig. So, das sind so die Kriterien, die so bei der Bremsleitung sein können. Sehr stark ist immer die Korrosionsgeschichte, beziehungsweise stark korrodiert, und dann sieht das meistens so aus. Hier vorne ist in Ordnung zum Beispiel. Und da, wo die Halterungen dran gehen, da, wo sich Wasser meistens sammelt, da oxidiert das Ganze, besonders natürlich bei so einem älteren Fahrzeug, das ist ja von dem Golf. Und es gibt dann die Möglichkeit, die erste Möglichkeit, dass man das dann quasi einmal vernünftig, sehr, sehr gut sauber macht und beurteilt, guckt, ob es ausreichen würde, die einmal vernünftig sauber zu machen. Hier ist es schon ein bisschen zu viel. Oder man macht natürlich die Bremsleitung neu. So sieht dann eine neue Bremsleitung aus. Wir gucken uns das Ganze gleich auch in der Praxis an. So sieht dann nämlich eine neue Leitung aus. Die ist schon fertig gebogen und dann kann man das Ganze auch schon verlegen. So, dann ist es aber natürlich wichtig, also entweder das Ganze richtig schön mit Drahtbürste, Schleifpapier abschmirgeln das Ganze und anschließend, ganz, ganz wichtig, natürlich nicht einfach drauf lassen, sondern das Ganze mit Unterbodenschutz zu behandeln. Ich zeige das jetzt mal, wie das dann aussieht. Und zwar Unterbodenschutz könnt ihr auf die Bremsleitungen drauf tragen. Und dann sieht das so aus. Dann habt ihr da quasi so eine Schutzschicht drauf. Natürlich jetzt noch etwas feucht. Ja, so ein bisschen kann man sehen. So, wenn man das dann richtig blank runtergeschrubbt hat, dann kann man da so eine Schutzschicht wieder drauf machen. Aber wirklich wichtig, guckt wirklich, dass wenn wirklich leichte Korrosion, die könnt ihr dann ausgleichen, aber die ist schon echt zu stark. Da empfiehlt es, das Ganze neu zu machen. Bei dem Fahrzeug haben wir auch komplett die Bremsleitungen von vorne, von der ABS-Pumpe bis nach hinten hin komplett neu gezogen. Und da sind noch die einzelnen Stücke, die quasi von der Hinterachse zu den Bremssätteln gehen. So, dann natürlich, wenn es dazu kommt, dass irgendwo eine große Stelle ist und man kommt einfach nicht drum herum, dass man eine neue Bremsleitung machen muss. Da ist es natürlich auch wichtig, darauf zu achten. Man kann jetzt nicht einfach, es gibt unterschiedliche Bremsleitungen, die man sich online kaufen kann. Es gibt da man darf nur bestimmte Bremsleitungen verbauen, und zwar nach einer bestimmten DIN-Norm. Und zwar die wirklich richtig aus Stahl sind, und die sind sehr, sehr schwierig zu biegen. Da kauft man sich meistens immer solche Bremsleitungen, die etwas leichter zu biegen sind. Die sind aber meistens, glaube ich, für Go-Karts und so eine Geschichte. Die sind nicht fürs Fahrzeug. Die sind nicht für Fahrzeuge geeignet. Da braucht ihr richtige Stahlleitungen, die eine bestimmte DIN haben. Und deswegen auch der Mangel unzulässig, wenn die Bremsleitungen unzulässig sind. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und dann, wenn man jetzt die richtigen Leitungen hat, das Ganze verlegt, ist es auch wichtig, alle 30 cm muss eine Befestigung vorhanden sein. Ihr könnt jetzt nicht einfach von Vorderachse bis Hinterachse einfach ziehen, ohne irgendwo eine Halterung dran zu machen. Alle 30 cm muss eine
Halterung vorhanden sein, wo die Bremsleitung eingehakt wird oder befestigt ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Ganze ist einmal zum Thema Bremsleitungen, TÜV-Mangel. Und ja, wir gucken uns das Ganze jetzt mal an der Hinterachse an, wo die Halterung ist und wo sich das Ganze befindet. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, für die, die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können. Und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt, 50 € Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive Gutschein oder Amazon Gutschein werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30., 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten und wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. Und so sieht das dann zum Beispiel an der Hinterachse aus und hier gammelt das Ganze natürlich. Da geht irgendwann die erste Schicht weg und hier seht ihr auch so eine Halterung. Und hier hätte man jetzt zum Beispiel beim TÜV schon Probleme, ja, seht ihr. Und rein theoretisch könnte man das Ganze hier alles einmal rausholen, das Ganze gut entrosten. Wie ihr seht, muss man die komplett rausholen und dann gucken und beurteilen, ob die wirklich noch ein bisschen hält oder nicht. Bis alles hier metallisch ist. Und gucken, wie stark die schon angegriffen ist. Ja, also ich denke, man könnte die noch retten, aber wir werden die hier trotzdem neu machen. Aber für euch, wenn ihr so einen Mangel habt, könnte man so das Ganze richtig gut abschmirgeln und dann nochmal Unterbodenschutz drauf machen. Ich zeige das jetzt mal hier. So, und dann das Ganze quasi einmal schön frisch machen von da, von da, von da. Wir machen die Leitung neu. Aber um euch das mal zu demonstrieren, wie man das Ganze behandeln könnte. Aber das wirklich nur mit einem Fachmann machen in der Werkstatt oder jemanden, der das Ganze gelernt hat, der das wirklich beurteilen kann. Und so das Ganze dann behandeln und dann sollte es beim TÜV keine Probleme mehr geben. Wichtig, wenn man jetzt anfängt, das Ganze hier rauszuhaken, die Halterungen sind auch meistens sehr vergammelt, dann brechen die. Schwierig, das Thema. Ja Leute, und bei älteren Fahrzeugen ist natürlich verständlich, dass da die Bremsleitungen mehr belastet wurden oder mehr einen Weg haben als die neueren. Und ja, wichtig, ihr könnt auch ruhig versuchen, bei dem Hersteller, zum Beispiel bei VW, die Bremsleitungen anzufragen, wie teuer die sind. Denn zum Beispiel die Bremsleitungen von vorne nach hinten hin hat eine Leitung, glaube ich, 65 € gekostet. Das ist meiner Meinung nach. Und die ist schon fertig gebogen. Da kriegt ihr nicht einfach nur Meterware und müsst euch das zusammenbiegen, sondern die war schon fertig gebogen mit den ganzen Endstücken. Und das konnte man dann einfach, ja gut, hier musste der Tank ein bisschen abgesenkt werden, um die nach hinten zu ziehen. Aber fragt ruhig mal bei euren Herstellern mal nach, wie teuer so eine Bremsleitung wäre, denn die ist meistens bezahlbar. Das Verlegen ist natürlich eine andere Sache. Ja, so sieht das Ganze aus, denn wenn so eine Bremsleitung während der Fahrt kaputt geht oder man Bremsflüssigkeit verliert, das ist nicht sehr lustig. Deswegen zu dem Thema Bremsleitungen, TÜV-Mangel, habe ich euch hoffentlich den ein oder anderen Tipp gegeben, wie man das Ganze behandeln kann. Aber wirklich, nehmt einen Fachmann mit, wenn ihr das Ganze machen wollt. Das Video dient nur zu Showzwecken, als Erfahrung, als Weiterbildung für euch. Ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, alle weiteren Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!